Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend and good evening zu unserer 203. Ausgabe und der letzten vor der Sommerpause. Off we go! Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum ich gerade in fließendem, perfektem Englisch gesprochen habe. Ja, das kann ich halt. Nein, das stimmt nicht. Also erstmal herzlich willkommen. Hallo Jesper. Hallo Michi. Wir haben heute eine Premiere in unserer 203. Ausgabe. Wir haben eine multinationale Sendung. Wir schalten gleich nach Großbritannien in das wunderbare Goring by the Sea. Das ist in Südengland. Und da müssen wir dann Englisch sprechen. Aber bevor wir das tun, stellen wir erstmal unseren Gast vor, der hier im Studio sitzt. Das ist nämlich der Sebastian Krauß. Hallo Sebastian, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Letzte Woche noch in schlechtester Bild- und Tonqualität. Genau. Und da haben wir gesagt, das kann so nicht sein, weil das WLAN im McEnery Center war wohl ganz schlimm. Das war die ganze Woche über schlimm, ja. Unfassbar, dass Apple das nicht hingekriegt hat. Wenn du das WLAN ausgemacht hast, die Mobilfunknetze waren nicht besser, so viele Leute wie da waren. Okay. Du hast gesagt, die Access Points lagen einfach so unter den Stühlen? In den Sälen oben, wo die Sessions stattgefunden haben, ja, die lagen einfach unter den Stühlen. Und was war das für eine Marke? Cisco oder was haben die da benutzt? Ich habe nicht drauf geachtet. Die eigenen wären ja wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Airport Express. Ich habe wirklich nicht drauf geachtet, jetzt wo du es sagst. Ja. Okay, also das ist unser erster Gast und mit unserem zweiten Gast oder jetzt eigentlich ersten Gast sprechen wir jetzt. Es ist der Paul Ledger, der sitzt in Goring by the Sea in Südengland. Good evening, Paul. Nice to meet you. Good evening. Nice to meet you too. Have you experienced the same problems with the Wi-Fi on the WWDC? Yeah, they were certainly during the keynotes. They were pretty bad, and then when there was the rush from leaving the sessions, it was everybody was trying to get on and do stuff. So yeah, it was quite bad. Okay, also ich habe ihn gefragt, ob er dieselbe Erfahrung gemacht hat mit dem schlechten WLAN und er sagt, ja, gerade während der Keynote und auch bei den Sessions, wenn jeder da reingelaufen ist, dann war es ganz schlimm. I realized that nee, wir wollten es anders machen. Wir sollten erst in Deutsch. Nee, first war es schon richtig? English, Okay, ja. First in English. Okay, ja. I'm so excited, sorry. I realized that this was your second WWDC, but you haven't been there last year, but the year before. Also ich habe verstanden, dass das dieses Jahr seine zweite WWDC war, also seine Entwicklerkonferenz. Das letztes Jahr war er nicht da, aber das Jahr davor. Is it right? Stimmt das? No, that was actually my fifth WWDC. Okay, So I went in 2009, 2010, 2012, 16 and 18. Also das war tatsächlich schon seine fünfte Konferenz, 2009, 2010, 2012, 16 und dieses Jahr. So you are a perfect person to describe the differences. How has the WWDC changed over the years from your point of view? Also du bist die beste Person für uns, mal so die Unterschiede klar zu machen. Wie hat sich die WWDC in den Jahren verändert? Okay, well, obviously in 2009 it wasn't that busy. The iPhone had really only just sort of started hitting people to do development, and it just got busier and busier. And the last time I went to San Francisco, to be honest, I didn't actually enjoy it. I mean, I enjoyed WWDC, but I didn't enjoy the surroundings. And San Jose, I did like that a lot. Okay, kurz übersetzen. Also 2009 war das iPhone gerade so Thema, weil es eben den App Store dann auch dazu gab. Und jetzt die WWDC in San Francisco hat ihm nicht so gefallen, oder er hat, also die Konferenz schon, aber so das Umfeld nicht. Can you describe it a little bit closer? Why did you like the surroundings in San Francisco? Also kannst du es ein bisschen besser beschreiben, was dir da nicht gefallen hat? Certainly in 2016, at a personal level, I felt quite uncomfortable walking around San Francisco. Okay. I know every city has an issue. No country is perfect, but
the amount of homeless people and, you know, those poor people living on streets. And there's all these high-tech companies around them. And, you know, it just felt very uncomfortable. Also er hat das beschrieben, was ich auch da erlebt habe. Also jede Stadt hat ein Problem und in San Francisco ist es sehr deutlich, da leben die Obdachlosen, wohnen da auf der Straße. Das war da sehr in dem Umfeld, da ist die Market Street und da hat man das sehr gesehen, dass diese Leute auf der Straße liegen. War das denn was it a difference in San Jose? Also, are there also homeless people on the street? Also waren da auch Obdachlose auf der Straße? Or was the surrounding more comfortable for you? Oder war dieses Umfeld da besser für dich? There were still homeless people on the street in San Jose. Not as many. And there certainly wasn't. It just felt a more relaxed city. There wasn't, you know, I come from small's not like the word. I come from a smallish town. I did used to live in London, so I know what it's like to live in big cities. And it just felt a lot more comfortable. My hotel was closer to the conference. Everything seemed to be quite close compared to where it was in San Francisco. Okay. So I felt comfortable walking around doing things. So. Okay, also San Jose ist eine relaxtere Stadt irgendwie. Natürlich gibt es da auch Obdachlose, aber sein Hotel war auch näher am Konferenzort und er fühlte sich da im Allgemeinen, es war alles mehr so in Walking Distance, also man konnte schneller irgendwie, es war näher zueinander. Okay, let's talk about your work. When I visited your homepage, I read you're an independent iOS and Android developer. And what are you doing? What are you doing the day over the day? Also wenn man auf seiner Homepage ist, flexicoder.com, we have linked that in our description. Wir haben die unten verlinkt. Was machst du so den Tag? What are you doing around the day? Okay, on my 9 to 5 job, so I am a freelancer, but recently I've been concentrating more on a system called Schools Buddy, that is a system that allows schools to organise after school activities and allow parents to get communications, and that is actually an iPhone, an Android, and also a web-based system. So it's quite a big system. We've got 3 data centres around the world, and we've got a lot of international schools using the system. I've been working on that for some years, on and off, with other projects that are going on as well. Other than that, I do work on other clients' work. So as you've seen from my website, I suppose it's true of every app developer. I've written apps that just don't exist anymore. You know, there are, you know, I've probably written about 30 to 40 apps, and I'd be surprised if there's 2 or 3 still in the store. Okay, muss kurz, I tried to translate that everything. Er arbeitet an einem System für Schulen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihr müsst mich mal auch korrigieren, wenn ich was falsch sage. An einem System für Schulen, wo also Eltern auch Möglichkeiten haben, mitzumachen. Und das ist ein Projekt, das schon seit vielen Jahren läuft. Und hat Datencenter überall auf der Welt. Es sind auch viele internationale Schulen dabei. Und dann hat er eben auf seiner Homepage, man kann das sehen, I've just opened your webpage here. And there's a list of apps you developed. That's a very long list, so I scroll through. Also hier ist die Liste der Apps. Und da sieht man, er ist verwundert, er sagt, einige davon gibt es auch schon gar nicht mehr. Some of them don't exist anymore. But your latest app isn't in the list, so you didn't update your homepage. What's wrong? Also seine neueste App ist noch nicht in der Liste. I know the problem. That's a very good question. I've just been busy. What? Okay, yeah. I do need to update my website. It's a very common problem. Das ist ein sehr bekanntes Problem. Die Dokumentation kommt später. The documentation comes later. It's a very common problem. I know.
So you stated your first attendance at the WWDC was in 2009, I understand. And I wanted to ask you, when did it all begin? What was your first Apple device? When did you start all the developing and stuff like that? Also ich frage ihn, wann hat das angefangen? Was war sein erstes Apple-Device, mit dem er in Berührung gekommen ist, und wann hat das Entwickeln angefangen? Okay, well, I've been a developer for quite a few years, about 35 years now. Wow. So, yeah, I am old. You say that. So I was a Microsoft developer doing web, and a friend of mine was saying to me, "You need to get into these iPhones. They're amazing. They're going to be like the future." Funnily enough, he doesn't like iPhones now. He's an Android person, but I could see, the power of having that computer in your pocket and the ability to actually do some amazing things. I know this sounds like I'm praising everything, but Apple have moved in amazing directions. They've given us amazing opportunities. I mean, other people have followed, but I always feel like Apple are the leaders of what we're trying to do. So I bought myself an iPhone. I bought myself a Mac laptop. I didn't know how to use it. I struggled to turn it on, let alone start doing some coding. It took me some while to actually get on board, because it was quite a mindset change. I had the opportunity to go to the developers conference. At that time there wasn't a rush for tickets, and they were desperate for people to go, or they appeared to be desperate for people to go. And I thought, I'll go. I'll see what it's like. Obwohl Salvatore Papadello gerade geschrieben hat, dass wir nicht alles übersetzen brauchen, machen wir das trotzdem, weil wir glauben, dass schon noch ein paar Leute da sind, die besser eine Übersetzung haben wollen. We just interrupt you to translate the first part what you said. Yeah, sorry. Yeah. No problem. Also Paul hat gesagt, er ist schon seit über 35 Jahren Entwickler, er hat also vorher Microsoft-Entwicklungen gemacht, und ein Freund von ihm hat ihm gesagt, kauf dir so ein iPhone, da musst du mitmachen, das ist das Next Big Thing. Und das hat er dann auch gemacht und hat sich sogar ein MacBook gekauft und wusste damit überhaupt nichts anzufangen eigentlich. Also man wusste nicht, wie man damit umgeht, aber ist dann so langsam reingekommen, und auch 2009 war die erste Worldwide Developers Conference, und da gab es noch nicht so einen Run auf die Tickets, also man hat noch nicht Schlange stehen müssen sozusagen virtuell, denn der App Store kam erst 2008, glaube ich, dazu, 2007 das iPhone, dann 2008 der App Store, und erst dann konnte man ja iOS entwickeln sozusagen. What do you think? Is Xcode a nice platform to develop, or you already know other platforms? What do you think? Is that the good thing from Apple to bring the people into developing for the devices? Also ich habe ihn gefragt, was hält er von Xcode? Ist das eine sehr gute Plattform fürs Entwickeln? Er kennt ja auch andere Plattformen. So, do you mean Xcode as a development environment? Yeah, right. Yeah. Okay. So, coming from a Microsoft background, Microsoft do an amazing job for their development tools. I mean, there is no arguing, and I still use them today for my sort of web development. So there's no arguing that they do amazing tools. Xcode is certainly better than what Eclipse used to be, because Eclipse was horrendous. But Android Studio is sort of coming along. I think they're heading in the right direction with their tools. I don't think they're Visual Studio yet, if that makes sense. Okay. Ja, er sagt also, Microsoft kann man auch nicht kleinreden, die machen schon eine gute Sache und haben wirklich gute Tools, das vorweg. Und ja, Apple mit Xcode ist okay, aber sie sind auf dem richtigen Weg, aber es ist vielleicht noch nicht da, wo es hingehen könnte. Ja.
I don't want to miss the opportunity to show your app. We have a complicated technical system that allows us to do that. It's called Mood or Moods. You now will see it. I've never started it on this iPhone, so we can see it as everybody when he starts for the first time. Also ich will die Chance nutzen, seine App zu zeigen. Mood heißt sie. Maybe you can describe what we see or what the app does. Also vielleicht kann er beschreiben, was macht die App überhaupt? What's the meaning of this app? Okay, so on a personal level, I suffer a lot from depression. Okay. I don't know if that's, being a developer, but I found that mood apps, having a happy smiley face or a sad face didn't really describe what I was feeling. And what I felt was that I needed something to try and portray the emotions I was going through. So the idea is you type some sort of mood at the top. Yeah. Then you pick sort of an emotion on the slider just beneath that. Okay, I just do that. Just a second. I'm writing happy talking to Paul. Yeah, I can see. So and then you pick a color. Okay. And then a shape on the left. Okay. I see. I take this. And then you hold down on the screen. The longer you hold down, the more feeling that has. Great. And then you can keep adding more colors and more shapes. Okay. So it was just a way of trying to portray what I was feeling. It's very weird watching you use my app. Ja, er sagt es, was man hier machen kann, ich mache das nochmal weiter, ich schreibe gerade looking forward to meet you in person, also ich freue mich, dich mal persönlich treffen zu können, in person, so. Man beschreibt sein Gefühl, dann wählt man eine passende Farbe, das habe ich jetzt schon gemacht, ich nehme trotzdem mal vielleicht so ein Red und dann noch ein Shape, also eine Form und die der eigenen Meinung dazu passt, so, und dann, je länger man dann auf den Bildschirm drückt, desto größer wird dieses Shape. So that's now I can describe what I'm feeling, but what next? Now I have the... So then you press the save button. Okay. I top pressed left. The save button. Top right, yeah, sorry. So you can put some notes in, you can put a location. Okay. Okay. Show with Paul and Sebastian. Jetzt habe ich dich gar nicht erwähnt, Sebastian. I did not mention Sebastian. That's bad from me. So good. Maybe he responds in an angry way. Maybe, yeah. No. So, okay, and then I can stress level. Okay, by the way, we have a question. No, we don't have a question, but a hint. Frank Segebade sagt gerade, die letzte Kino 2010 mit Steve, das war sicherlich ein besonderes Ereignis. One of our wie nennt man das? Viewer. One of our viewer just tells me that 2010 was the last keynote with Steve Jobs. That's right. You were there. What was it like, the keynote? Yeah, I was there. So I'm pretty certain 2010 was when they had the Wi-Fi issue where he was holding the phone and it was cutting off the signal. Yeah. So that. He was a bit angry. I was seeing Steve as Steve is. That was quite interesting. Telling 5,000 people to turn their phones off. Yeah, I remember that. He was very angry about that. Yeah. Also Paul war da, als die 2010er Keynote war, wo die nun unglücklicherweise auch ein WLAN-Problem hatten und ja, Steve, wir haben das alle gesehen, war nicht besonders amused, um das mal so auszudrücken. Genau, und Paul hat gesagt, er hat ihn dann so gesehen, wie er tatsächlich ist, sozusagen. Ne? Also er konnte das nicht verbergen und nicht verstecken auf der Bühne. Ja, that's right. Okay, I'm still using your app. So okay. So when you press save. Yeah. I just want to mention Sebastian so that he gets... Okay. I'm writing
I also like Sebastian. I have to do at least something. Yeah. Sorry. So where it says nothing, just you can swipe left and right to pick different moods. Okay, just a second. I save. So I saved it. And now? Just press done. Done, yeah. Okay. And then you get like an activity. You know, like your 3 rings of closing your sports activities? Yeah. So the idea is it sort of gives you a history of your mood. Okay. And then I'm going to develop it further, he says, to sort of try and map what words you use quite frequently. But I've done it in a way that none of the data goes away from your phone. It's all Face ID. I don't charge for the app because I wrote it for myself more than anybody else. Yeah. But there is a tip jar if anybody's feeling I saw generous. that. You can donate something. There's a tip. Yeah, via settings. Yeah, that you can donate. Maybe it's a conversion problem: €1.09, €2.29, and €5. Yeah, the tiers of the Apple Store. That's the tiers of. That it goes via the Apple Store. I see. Yeah, okay. It does. Yeah. Apple want their cut. Yeah, of course. So, also man kann ihn, ich will es just translate it. Es ist tatsächlich eine App, die kostet nichts, ist kostenlos, ist mehr oder weniger, hat er sie eigentlich für sich selber programmiert, wegen depressiver Stimmungen, um denen entgegenzuwirken. Und man kann aber über diese Spendenfunktion, die wir gerade gezeigt haben, tatsächlich ihm Geld zukommen lassen. Und die Beträge sind deshalb so komisch, weil eben Apple da auch dran mitverdient, was in dem Falle ja vielleicht auch okay ist. 30%. Und es gibt eine 30%, es gibt eine Aktivitätenübersicht, wo man dann eben seine Moods sehen kann. Ich finde, das ist eine wundervolle Visualisierung der Stimmung. I think it's a wonderful visualization of for the moods. And do you already experience some increasement in your or do you feel better with using the app? Also hast du schon Verbesserungen bemerkt an dir selber? Yeah, certainly. I like the fact that I've been able to record what my general feeling is, and it allows that to escape from me, so it doesn't take me over. So the emotions don't control me; they're sort of down in paper, if that makes sense. Cool. So if it gets a German localization, we will certainly promote it here. I will. I'm happy. I'll talk to you about localization. I know it's a little complicated, but maybe in the community where we have somebody who can help that. We asked our audience, so if there's a developer who can do the translation for you, we will very pleased to help. Also wir fragen unsere Community. Okay. Wenn jemand Interesse hat an dieser App und insbesondere darüber oder daran, die auf Deutsch zu übersetzen und vielleicht auch in andere Sprachen. Zeig das dann nochmal eben kurz. Du kannst da drücken, kannst du auch drücken, ne? Und dann bewegt sich der Propeller, oder? Ja, sicher. Das nicht toll, ne? Animated. That was a video Michael just took on the plane from Sindelfingen back to Bremen. Also, wenn wir jemanden finden, wenn jemand Interesse hat, an der App mitzuarbeiten, wir stellen gerne den Kontakt zu Paul her. Das machen wir. Wir würden jetzt gerne, we would like to switch to Sebastian for the moment, but stay, you're very well invited to be on the line so we can talk to you. Also wir werden jetzt mal mit dir reden, Sebastian. Paul bleibt in der Leitung. So, wenn ihr Fragen an Paul habt, if you have questions to Paul, please feel free. Also fragt uns, wir leiten das gerne weiter. Aber jetzt mal zu dir, Sebastian. Wir haben Sebastian hat uns nämlich ein paar Sachen mitgebracht von der WWDC. Erstmal erzähl mal, wie war's denn? Das ist jetzt Das war meine zweite. Deine zweite. Wann war die erste? 2014. Okay. Und was waren so für dich die Unterschiede? Abgesehen vom schlechten WLAN? Also es ist schon groß, nicht? In San Francisco, in dem Moscone Center, haben die, glaube ich, 3.500 Leute sowas untergebracht und jetzt in McHenry haben sie 6.000 und das merkt man schon, es ist wirklich voll. Gibt es einen Unterschied? 2014 war deine erste Worldwide Developers Conference. Also natürlich waren da weniger Leute, aber
Ist es immer noch so, dass es immer mehr werden? Also hat man das Gefühl, dass es immer mehr Entwickler werden aufgrund von iOS? Ja, ich denke schon. Sie haben also auch, mir ist beispielsweise aufgefallen, also bei vorigen WWDCs hat es dann, ich habe vergessen, wie die Veranstaltung hieß, also abends sind Apple-Entwickler da gewesen und die sind dann gegen das Publikum angetreten und da also so Wissenssachen, einfach aus der Apple-Geschichte. Das hat überhaupt nicht mehr stattgefunden. Wahrscheinlich haben die Leute echt nicht mehr unterkriegen können. Ja, es war ja auch, es wird auch sicher nicht weniger werden, auch in den kommenden Jahren. Es ist ja auf der anderen Seite sehr fair, anderen Leuten mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, da teilzunehmen, denn ich meine, also diese Lotterie ist sowieso schon Wahnsinn und ja, ich finde es interessant, diese Lotterie, dass du das nochmal erwähnst, weil ich habe gesehen, letztes Jahr war eine israelische Firma da, das waren 10 Leute, ob die zufällig alle das Ticket gewonnen haben, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch sich einkaufen kann in so einer Konferenz. Ja, also keine Ahnung. Bei den Teilnahmebedingungen, ich meine gelesen zu haben, sie würden inzwischen nur noch 2 Tickets pro Firma vergeben. Ah, okay. Ja, vielleicht möglicherweise aus diesen Gründen auch. Ne? Das kann natürlich sein. Ja, aber nun erzähl mal, wir haben von Paul das schon gesehen, der hat uns ein Foto geschickt mit der Jacke, die man bekommen hat. Paul sent us a picture of this jacket you got. Du hast sie hier? Ich habe sie hier. We have the jacket in the studio. Das hier ist die Jeansjacke. Ja, gib mal her. Ich halte die mal in unsere Kamera hoch. Genau. Dann sieht man das. Oh, das genau. Ist schön schwarz auf schwarz. Praktisch nicht, genau. Nee, genau. Nee, da ist das eigentlich der friesische Nationaljacke. Der eigentliche Unterschied ist dieser Pin. Ja, man kann es wirklich schlecht erkennen. Man kann es schlecht sehen. Es glänzt, hochglänzend. Also das ist, letztes Jahr war das drauf gestickt. Ich hätte jetzt meine Jacke holen können, die liegt drüben. Dies ist so ein Pin, den kann man also abmachen, dann fällt das gar nicht mehr auf. Ja. Das bekommt man bei der Registrierung. Genau, da kriegt jeder eine Plastiktüte, eine Papiertüte in die Hand gedrückt und da sind dann auch noch Pins drin. Das war letztes Jahr übrigens nicht, da bekam man einfach die Jacke und die Pins. Nee, es gab eine Tüte. Da war für jeden da einmal. Halt das auch mal in die Kamera. Das also meine sind noch original verpackt. Das sind die Pins. Did you already open yours, Paul? Hast du deine geöffnet? No, I've left mine in a packet and I'm actually going to get a frame to put them all in to make it sort of something to remember by. Er hat sie noch eingepackt gelassen und wird sie wahrscheinlich in einen Rahmen, in einen Bilderrahmen packen. Sie sehen sehr schön aus. Das Herz, das ist, also das Gehirn explodiert. Ja. California, sehr geil natürlich hier. Und das ist die Kuh. Die ist unter System 5 oder 6 ist die im Druckdialog für die Ausrichtung des Papiers sichtbar gewesen. Und der Bär, können wir unmittelbar vergleichen mit dem Package vom letzten Jahr. Ich habe es nämlich, I did it as you, Paul, I didn't open it, vom last year. Der klassische Apple, das Hello, das ja der erste Macintosh gesagt hat. Und auch dieses Symbol, dieser Mac, das war, glaube ich, wenn man ihn anschaltete, in der Mitte, dieser grinsende Mac, glaube ich. Ja, genau, da ist dann, also wenn so der rudimentäre, beim Hochfahren der rudimentäre Hardware-Check, wenn der funktioniert hat, dann hat man das gesehen. Genau, und dann, wie es letztes Jahr auch, dieses Jahr gab es, ich habe es bei dir gesehen, dass es runde Fahnen gab. Genau, also das war dieses Jahr, tatsächlich haben sie mal richtig investiert und so ein Pin ist ja viel hochwertiger. Letztes Mal gab es nur so einen blöden Button. Of course, Paul got one from Great Britain. Ja. Okay. Und was gab es noch? Und das muss man dazu sagen, also das müssen wir einfach auch mal erzählen. Man bekam nur dieses Standard-Set, also dieses Set und die Flagge und das war's. Und dann während der Konferenz liefen immer mal Aktionen oder es liefen auch Apple-Mitarbeiter rum und musste sich in eine Schlange stellen und dann bekam man weitere. Ja, man musste sich das verdienen. Ne? 2014 gab es tatsächlich noch, ich habe sie irgendwo noch rumfliegen, ich glaube, das war die 25. WWDC und da gab es für jeden dann 25 € bzw. $, Guthaben im iTunes Store. Ach. Noch im WWDC-Design. Korrekt. Ich muss übrigens was korrigieren zwischendurch kurz. Das sagt auch der Frank Segebein, der hat uns irgendwie auf die Spur gebracht. 2010 wäre die letzte Kino mit Steve gewesen. Das stimmt gar nicht. 2011 war die letzte Kino mit Steve. Ja. Das wollte ich nur noch mal eben korrigieren. Ja. So, was hast du denn noch abgreifen können? Was ich noch abgegriffen habe, ich glaube, ich habe alle bis auf einen. Toll. Am Dienstag gab es Musik und Bier also vorne auf der Plaza. Das ist noch nicht die Bash gewesen und da gab es diesen hier. Das Einhorn. Das Einhorn. Vielleicht können wir das hier hinten zeigen. Ich weiß nicht, geht das da besser? Ja. Guck mal, da sieht man es. Das Einhorn, Unicorn. Do you got it as well, Paul? Hast du das auch bekommen? No. So. Look at it. Okay. Dann gab es am Donnerstag war The Bash. Das ist die große Party, wo sie dann also auch richtig auffahren. Ja. Und da gab es dann also diesen mit der fantastischen Laune. Have you been at the Bash, Paul? Warst du bei der Bash? Yeah, I got that one. Ja, okay.
Und sie hatten vorher angekündigt, sie würden also zum ersten Mal dann also einen Wettbewerb da auf der WWDC machen, wo es einfach darum ging, seine Ringe auf der Uhr zu schließen. Ja. Und ich habe meine Ringe alle geschlossen jeden Tag. Streber. Und da gab's dann also, ja, ich weiß. Meine und da gab es dann also für diejenigen, die alle Ringe zugekriegt haben, gab es diesen Pin mit. Da haben wir auch noch eine Gewinnspielfrage, die sich daran kommen wir später dann noch zu. Lose. Das übrigens im letzten Jahr waren die noch nicht so confident, dass das jemand schafft. Da waren die Ringe noch offen, sozusagen. Ja, sehr gut. Also das sind finde ich, schöne Erinnerungen. Das sind wirklich schöne Sachen. Das sind ganz tolle Sachen. Ich hatte lange überlegt, ob ich die verlosen soll. Der Mac. Ja. Übrigens, Sebastian und ich, wir haben uns 1986 kennengelernt. Das ist schon so ein bisschen länger. Das ist eine Weile her, ja. Wir sind zusammen und da zur Schule standen gegangen. bei euch zu Hause tatsächlich stand so ein Mac unter anderem. Du hattest später auch Performer und solche Geschichten. Ihr habt doch mal die Sendung gemacht über die alten Rechner. Da habt ihr, glaube ich, den Apple IIc gehabt von uns. Ja, genau. Der existiert noch. Ja, sehr cool. Und wir hatten auch einen Robotron. Also bei euch gab es immer Computer. Also Sebastian ist ja Bruder von Matthias, den wir ja auch häufig in der Sendung haben. Und bei denen zu Hause gab es Computer. Hardware ohne Ende. Also vor allem Apple, also das habe ich da zum ersten Mal gesehen. Und danach, später dann auch sogar in der Oberstufe gab es die ja auch an unserer Schule, noch an der Bördestraße, hatten wir eben tatsächlich Apple-Rechner. Ja. Und im Lande Bremen gab es das sowieso viel, damals zumindest. Und da habe ich, also bei denen zu Hause habe ich jedenfalls Apple kennengelernt und lieben gelernt natürlich. Also ich wurde natürlich auch komplett indoktriniert. Ich wollte es gerade sagen. Wir haben da irgendwie dann immer... Sag doch bitte mal das Badge, weil wir sind gerade da übereingekommen, als du uns das vor der Sendung gezeigt hast, das in nettem, was ist das, gelb, yellow, orange, das sieht ein bisschen aus wie Lufthansa. That's the old Lufthansa design from our airline in Germany. Das ist das alte Lufthansa Design. That was my first thought when I saw this. But that's of course not, that's an Apple badge. Die sind einfach, das sind nicht nur Schilder tatsächlich, sondern da ist irgendwas drin. Genau. Chip oder so. Da ist ein NFC-Chip drin. Du hast das auch gefilmt. Ich will mal sehen, ob ich das jetzt schon hier habe. Sollte da Ja, sein. ich glaube auch, aber wer weiß ja, der Teufel steckt im Detail. Was dann passiert, wenn man damit, ich muss kurz in die Freigaben gehen. Aktivität, ja, da ist es schon. Kaum macht man es richtig. So, wir machen mal den Ton aus. Man hält das davor und schwupp. Hello Sebastian. Hello oder Hallo? Hello. Ja, gehen wir mal zurück. Warte mal. Ja, hello. Ich hatte nämlich vorhin angenommen, Sie merken auch, dass du aus Deutschland bist und sagen dann Hallo. Aber so weit geht es dann doch nicht. Genau. Also einige Türen waren Eingänge, einige Türen waren Ausgänge und das war also so die Zutrittskontrolle, die es da gab. Ja. Wie hast du die Konferenz, also lass uns doch nochmal über das reden, was du beruflich machst. Du hast es ja letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet, du bist in so einer du arbeitest an Cloud-basierten Lösungen. Genau. Was genau ist das? Das kam letztes Mal noch nicht ganz so rüber. Also, um es mal einfach, ist es der große Konkurrent, also sowas wie Dropbox. So, Okay. und wir machen also eine Lösung, die wird an ISPs, an Vodafone beispielsweise hat eine gebrandete Version und das klingt sich dann ein in die Files-App und da sitzen wir gerade dran und weil das eine neue Technologie von Apple ist, da gibt es immer irgendwie Kanten und Ecken und da gab es einfach Fragen, die nicht zu klären waren und man fährt als Entwickler nicht wegen der Sessions dahin, sondern weil es da Labs gibt. Da wird vorher ein Zeitplan veröffentlicht, für welche Frameworks, also ob jetzt irgendwie Netzwerk oder AR oder für diese ganzen Techniken, die es gibt, wann Leute da sind, die also an diesen Teams, die da arbeiten und wann man halt denen auf die Nerven gehen kann mit seinen Fragen. Das heißt, du bist mit einer Liste von Fragen dahin gefahren. Du hattest ja Richtig. Ich hatte da ein paar Sachen vorbereitet, dass man das also schnell zeigen kann, was die Probleme sind oder die Fragen, die wir haben. Und habe dann mit den Leuten von Apple da wirklich direkt vor Ort geredet. Da turnen dann auch Leute rum, die also beispielsweise, einige habe ich wiedererkannt, die im letzten Jahr dann Sessions gemacht haben. Die werden dazu verpflichtet, da zu sein von Apple und dann mit den Entwicklern zu reden. Und wie kann man sich das vorstellen? Also du sitzt dem dann so wie wir jetzt gegenüber und du sagst dann, hier, pass auf, ich mache den und den Schritt und da geht es nicht weiter? Oder? Genau. Ich habe dann meinen Rechner dabei gehabt, Xcode war offen, hing im Debugger und dann habe ich ganz genau meine Probleme zeigen können und das... Also zum Glück sind es nicht nur Probleme oder nicht nur Bugs gewesen, oder Ärger gewesen, den ich gemacht habe. Auch die haben gesagt, so ja klar, das verhält sich da falsch, müssen wir ändern. Und die sind da also sehr offen. Okay. Das, wenn es Probleme gab, ist es denn auch zu Lösungen gekommen? Ja, ich habe alle meine Probleme glücklicherweise lösen können. Ja. Okay.
Das heißt, die haben Software, also ihre Frameworks angepasst oder ihre Schnittstellen oder wie muss man sich die haben jetzt Bugs aufgenommen und das wird also, denke ich, nicht irgendwie, dass da in einer Woche ein Systemupdate rauskommt, wo das gefixt ist, aber das wird irgendwann mal kommen. So. Okay. Und natürlich sind es sind neue Techniken, die sind dann also auch interessiert dran von Entwicklern, die Sachen nutzen, zu hören, wie funktioniert das, wie funktioniert die Doku für dich. Ja, okay. Da sind die sehr wissbegierig. Du hast vor der Sendung eben gesagt, dass die eigentlich so ein System haben, dass sie alle 10 Minuten sozusagen wechseln, ne, weil die Schlange eventuell zu groß ist, aber du hast Glück gehabt, du hast über eine Stunde teilweise mit den Leuten direkt 1:1 sprechen können. Ja. Das bringt natürlich dann richtig voran. Ne? Ja, gut, wenn ich gesehen hätte, da ist eine lange Schlange, dann hätte ich also wirklich Gas gegeben, aber so hat man halt Zeit gehabt, ein bisschen in die Details reinzugehen und wirklich, also es sind sehr spannende Gespräche gewesen, die ich da geführt habe. Du machst jetzt hauptsächlich iOS, du hast aber auch Mac-Software entwickelt, auch vorher. Ich habe noch ein Mac-Projekt, das ich pflege, ja. Aber du hast ja was völlig anderes studiert, ursprünglich mal, ne? Ja. Und du hast aber natürlich immer was irgendwie im Hinterkopf und immer einen Mac dabei gehabt. Das kann Sebastian gleich erzählen, aber und war auch in fernen Ländern. Ja. Erstaunlich, kann Sprachen, das kann ich jetzt gar nicht wiedergeben. Aber jedenfalls, wie ist es dazu gekommen, dass du dann plötzlich wieder Mac-Entwickler geworden bist? Es hat mir einfach gefehlt. So einfach ist das. Ja. Also hast jahrelang eigentlich in eine völlig falsche Richtung. Na, das möchte ich nicht sagen. Also um mich ja immer zu erlösen. Ich bin das sitzende Fragezeichen. Ich habe in Kirgisien studiert und bin russisch Diplomübersetzer. Okay. So, das hat also wirklich damit gar nichts zu tun. Und, If you need a Russian translation for your app, we have a person for you. He has studied in Russia and he can translate. So, Thank you. Just kidding. Weil ich wusste danach irgendwie kirgisischer Hochschulabschluss. Ich habe dann also noch in Deutschland was gemacht und diese ganzen interkulturellen Sachen, nonverbale Kommunikation. Ich meine, beim Computer die UI, so bis auf die Wörter, die da stehen, ist das alles nonverbale Kommunikation, die da stattfindet. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist ein Wissen, das also schon dass ein Arbeitgeber gut findet, wenn man das mitbringt. Auf jeden Fall. Aber das ist ja etwas, also ich sag mal, das fällt einem ja vielleicht, also sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive, das fällt einem ja auch nicht so in den Schoß, dass man schwupps Apps entwickelt oder nicht nur Apps, also überhaupt in Software entwickelt. Das musst du doch auch irgendwo dir drauf geschafft haben. Naja, also was Jesper sagt, ich habe den Apple IIc, den haben wir 1981 gehabt, so, und ich bin damit einfach aufgewachsen. Das hast du also immer schon gemacht, insgeheim und dann, okay, und jetzt ist es halt. Und nachher war einfach dann das Verlangen zu groß, doch wieder irgendwie so eine IDE aufmachen zu können. Ja. Okay. Also nach Kirgisien, da haben wir uns auch mal wieder getroffen, haben wir zufällig mal eine Weile kurz bei einem Startup zusammen Omnicom, du wirst dich erinnern, das war noch so der Beginn eigentlich des Internets, kann man sagen. Ne? Und dafür hatten wir einen gemeinsamen Freund, der da eben reinsteigen wollte. Ja. Und bei der Gelegenheit habe ich mal ein russisches Telefonat mit dir mitgehört. Und da habe ich hinterher gesagt, aber das war ja ein ziemliches Scheißgespräch, weil er ungefähr 100 Mal gesagt, Kack, Kack, Kack. Und Kack heißt auf Deutsch wie. Das ist sowas, ein Bindewort. So. Ne? So. An die Geschichte habe ich oft gedacht, ja. Aber wir waren also, du warst immer in diesem Thema auch drin. Du hast damals Websites entwickelt für diese Firma und hast eigentlich da nahtlos weitergemacht im Prinzip. Genau. Ja. Nun bist du halt für dieses Projekt, das sozusagen so ein, das ist immer blöd, Dropbox zu sagen, aber wenn man Dropbox sagt, verstehen die Leute sofort, was man meint. Ne? Ja. Also im Prinzip einen Cloud-basierten Dateispeicher oder Dateiaustausch. Genau. Ne? Genau. Und was sind da so die nächsten Ziele? Was macht ihr da jetzt konkret? Also im Moment oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Nein, keine Firmengeheimnisse. No, also es geht im Moment wirklich um die Integration mit der Files. Okay. Also Open Exchange, das ist ja das Ganze, ne? Also das ist auch, hat immer diesen Open Source die Basis. Eigentlich alles, was wir machen, wird nachher Open Sourced. Also ob das jetzt DAVCAT, das ist ein Mail-Server, oder PowerDNS, kennt man. Der DNS-Server, so. Das ist immer, das muss man auch erklären, Open Source wird immer damit verwechselt, sei kostenlos. Das ist natürlich nur bedingt richtig. Ne? Klar, du kannst dir die Sachen kostenlos laden, aber das hilft dir oft nichts. Ne? Du brauchst also professionelle Unterstützung. Oder? Also wenn du Bastler bist und das machen möchtest, hält dich keiner davon ab, das zu tun. Es gibt da also auch Anleitungen, wie man das alles installiert, aber wir verdienen halt das Geld damit. In Bremen gibt es tatsächlich eine große Open-Source-Szene. Es gibt zum Beispiel das Univention Summit. Ich weiß nicht, ob ihr da auch vertreten seid. Das scheint ihr doch nicht so bekannt zu sein. Auf jeden Fall, da waren sehr viele Open-Source-Firmen aus Deutschland, also die für Open-Source oder die ihre Sachen auch in Open-Source bringen. Und das war sehr spannend zu sehen. Das ist einmal im Jahr, irgendwie im Frühjahr, im Januar oder Februar. Vielleicht auch mal was für euch. Ich kann ja gerne mal einen Kontakt herstellen.
weil es doch eine aktive, also es gibt mehr Open-Source-Software, als man denkt. Und das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie kostenlos und damit irgendwie schlecht ist, sondern das ist hochprofessionelle Software, die da entsteht. Gerade diese ganzen Servergeschichten, die im Internet laufen, da ist viel Open Source. Ja, genau. Also alleine wer Linux benutzt, viele Webserver, nur da bei dem Beispiel zu bleiben, laufen halt zum Beispiel mit viel Open Source Software. Ne? Sprechen wir nochmal über die Konferenz. Du bist ja Entwickler und du hast jetzt auch nicht vorrangig damit gerechnet, dass da irgendwie großartig Hardware vorgestellt wird. Das haben wir auch hinlänglich eigentlich diskutiert. Ja. Glaubst du, dass man irgendwann nochmal wieder so eine Konferenz hat bei der WWDC, wo es Hardware gibt? Oder haben die das jetzt wirklich mal ganz konsequent rausgelassen und werden das für alle Ewigkeiten so machen? Also es gibt ja nach der Keynote an dem Montag gibt es noch die State of the Platforms oder State of the Union. Ja genau, State of the Union. Genau, wo dann also erzählt wird, wo dann also für Entwickler nochmal so erzählt wird, wie sieht es jetzt irgendwie aus, iOS 12, macOS Mojave, was hat sich bei Xcode getan, bei den Debuggern, was hat sich beim Compiler getan, diese ganzen Sachen. Die Keynote vorher ist ja schon für die breite Masse, für die Öffentlichkeit, die ist ja nicht nur für Entwickler und ich weiß halt nicht, ob sie in den letzten Jahren wirklich missbraucht wurde, um Sachen vorzustellen, die also überhaupt nichts mit Entwickeln zu tun haben. Ich persönlich fand die Entwicklung gut. Ich bin auch nicht nur Entwickler, ich bin auch selber Anwender und ich spiele gerne mit Sachen und natürlich habe ich gerne neue Hardware und ich hätte mich sehr gefreut, wenn sie was vorgestellt hätten, aber als Entwickler, ganz ehrlich, freue ich mich, dass das also jetzt wirklich ein bisschen den Schritt wieder zu einer Entwicklerkonferenz hält. Dann lass es... Ich würde mich halt freuen, wenn sie es wirklich konsequent jetzt so lassen würden, dass man eben sich nicht mehr wochenlang oder monatelang Gedanken darüber macht, was da vielleicht präsentiert werden kann. Du hast es richtig gesagt, die haben es missbraucht, sozusagen immer mal irgendwas einzustreuen. Zum Beispiel mein Mac Pro, der da vorgestellt wurde, wurde also über ein halbes Jahr zu früh quasi präsentiert, bevor man den überhaupt kaufen konnte. Das fand ich unmöglich. Wie der iMac Pro im Grunde auch. Also das war eine Tirade. Wirklich. Also aber es ist so ja auch nicht konsequent. Das geht nochmal an euch beide. We have another question for you, Paul, as well. It's not completely consequent how they manage the keynote. Not everything we see there is for developers only. So, for example, the Memojis. Also das Thema, also sie machen es nicht konsequent, denn die Memojis oder auch die neuen Animojis, die New Animojis, sind nicht was, wo Entwickler jetzt großartig partizipieren können. How do you see that? Is that something you will see on the WWDC? Also ist das was du da sehen willst, Paul? Yeah, I saw on Twitter recently somebody say that, these keynotes and the features that they're actually releasing does encourage the general public to upgrade their devices to the latest version of the operating system. Unfortunately, people like animated emojis. They get enjoyment out of it. So if it encourages you to have the latest version, that helps us as developers. Okay. I've learned to realize that the keynote is more of a PR session than it is anything to do with the developers. So I always wait for the State of the Union talk in the afternoon because that's for us. Das ist ein interessanter Gedanke, den Paul da ins Spiel bringt. Diese Features wie Animojis oder Memojis bringen Leute dazu, auf die neueste Version abzudaten, weil man das haben will, was wiederum den Entwicklern nützt, die dann eben Features anbieten können, die in älteren Versionen nicht verfügbar sind. Wie siehst du das, Sebastian? Ist völlig richtig. Also die Adaptionsrate bei iOS ist phänomenal und wenn ich mir angucke, also so die minimalen Systemanforderungen bei uns im Haus, es werden auch Android-Sachen entwickelt und die müssen also viele Jahre zurückentwickeln und unter iOS ist es inzwischen üblich geworden, irgendwie die aktuelle Major und eine davor und nicht mehr. Ja. Und da kannst du wirklich den ganzen neuen Spielkram benutzen. Ja, cool. Das ist fantastisch. Also, und Paul hat noch gesagt, es ist mehr eine PR-Veranstaltung und er bevorzugt auch die Plattform State of the Union, so wie du ja auch. Also das kann man dann auch sagen, wer als Entwickler zur WWDC fährt, der kann sich die Keynote mit angucken, ist nett, die ganzen Apple-Promis und den Shishi, aber die eigentliche Sache findet dann danach statt, nach der Mittagpause, after the lunch break, Plattform State of the Union, kann man sehr empfehlen.
Ja, ich muss auf die Uhr gucken und da sind wir fast am Ende der Sendung. I have to look on our watch. It's nearly about the end of the show, but we have something special for our guest. Everybody who's on the show gets our special cup. That's the Mug Pro, the Pro. You can drink some Pro coffee out of it. Yours are already on the way to Goring. Thank you. I hope they will reach you in a few days. Okay, thank you. Du kriegst ihn sofort. Ganz herzlichen Dank. Und zwar natürlich original verpackt. That's only the Demo Mug. It's not really working. Ist nur der Demo-Mug. Okay, dann haben wir noch was. Wir haben ein Gewinnspiel und jetzt wird es nochmal interessant, was du gerade noch sagtest. Denn Sebastian ist in vielerlei Hinsicht auch ein Vorbild. Wir hatten ja die Ringe gesehen eben, die du nochmal hattest. Da hatte ich dich ja so despektierlich Streber genannt. Ja, aber das ist in Ordnung. Du bist Leiden gewohnt. Die Ringe. Sebastian hat nämlich im Gegensatz zu mir sich vor Ort anders bewegt, und zwar ein Fahrrad gekauft. Sebastian hat sich in Kalifornien ein Fahrrad gekauft, um die Wege dort zurückzulegen, sehr vorbildlich. Und auch nicht etwa so ein Pedelec oder eine E-Bike, sondern wirklich ein richtiges zum Strampeln. Das ist nur die Geschichte. Wir verlosen nämlich nicht dieses Fahrrad, das wäre sehr lustig. Nein, wir verlosen dieses Heft, die aktuelle Ausgabe von Mac and I. Das tun wir deshalb, weil Jesper und ich da auch als Autoren fungieren. Und da wir ja wissen, dass ihr alle Fragen der Welt googeln könnt, also die Antworten für alle Fragen dieser Welt, haben wir eine Schätzfrage für 42. euch. Genau. Wir möchten nämlich von euch wissen, wie viel US-Dollar, und zwar aufgerundet zu einer geraden Zahl, also jetzt nicht Komma irgendwas, wie viel US-Dollar hat Sebastian für das Fahrrad bezahlt? Da gibt es noch einen Bonus, hast du gesagt, also beziehungsweise das ist ein Package gewesen. Genau, das war ein gebrauchtes Fahrrad und das Paket beinhaltete ein Schloss und so ein Flexikabel, dass man das also auch mal um eine Laterne oder sowas drumherum anschließt. Also Fahrrad. Ein Bundle, also Fahrrad und Schloss. Wie viel US-Dollar hat Sebastian dafür bezahlt? Diejenigen, die am dichtesten dran sind, wir haben mehrere von diesen Heften natürlich, bekommen so ein Heft zugeschickt von uns. Alles Weitere, wie das geht, steht auf apfeltalk.de. Und if you like, you can get one copy as well, Paul, but it's in German, I am afraid. I need to learn. Yeah, of course. So next time we talk in German. By the way, how was it? Did you understand a few things while we were talking in German? I picked out a few things, but obviously they were the English words wrapped around. Yeah. That's true. That's true, yeah. Okay, danke dir, Sebastian, dass du da warst. Du bist auch herzlich gerne wieder eingeladen, wenn wir Themen haben. Wir können noch mal ganz konkret über sowas sprechen, Cloud Services, dann würden wir dich gerne auch wieder dabei haben. Klar. Thank you, Paul, for being on the show. And thank you, I really enjoyed it. Good luck for your app. We will promote it. Thank you. And we will see if we find somebody who can help with the translation in German. And please stay in Skype for a moment. Don't hang up. I will. Yeah. We do our we call it Feierabend Selfie. Okay, danke Kerstin. Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Jetzt müsst ihr 8 Wochen auf uns verzichten. 8 weeks we are off now for summer holiday. Aber wenn ihr es geduldig aushaltet, kriegt ihr hinterher, das versprechen wir, ein bisschen bessere Bildqualität. Wir werden etwas aufrüsten und das tun wir in diesen 8 Wochen. Ich werde mich rasieren zum Beispiel. Also so gute Bildqualität, das hätte ich nicht gedacht. Okay, also vielen Dank. In 8 Wochen sehen wir uns wieder und dann ist es ja auch schon bald iPhone-Zeit und dann wird es auch wieder ganz spannend. Deswegen wünschen wir euch einen schönen Sommer. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Goodbye. Tschüss.